In dieser Ausgabe des Königswegs dreht sich alles um Kettenspielende. Die Kette ist als die duellstärkste Pompe bekannt. Im Linienspiel allerdings kann sie mehrere Funktionen übernehmen. Sie kann die gegnerische Seite destabilisieren, indem sie ihr Duell forciert oder den gegnerischen Linienverbund aufbricht und sich so eine Angriffsoption direkt oder quer schafft. Ferner kann eine Kette in der eigenen Linie stabilisierende Aufgaben übernehmen. Auf ihrer weiten Mensur kann sie risikoarm Angriffe ausführen und so die GegnerInnen auf Distanz halten. GegnerInnen, die dennoch in die Mensur der Kette eintreten, können leicht bestraft werden. Für alle diese Spielweisen ist es unabdingbar, dass die Kettenspielenden sich auf einem soliden technischen Fundament bewegen. Viele der Details und Hintergründe, die es nicht in das Tutorial geschafft haben, erläutern wir in einer begleitenden Podcast-Ausgabe von Hand, Treffer, Kopf. Also nichts wie ran an den Strang. Haltung und Griff. Die Kette wird, wie alle anderen Pompen, in Grundhaltung gespielt. Die gezeigten Techniken starten aus der Grundhaltung und enden in selbiger und sind daher kompatibel mit dem Konzept der Beinarbeit aus den vorherigen Tutorials. Wir betrachten ausschließlich die Auslage parallel zur Führhand, also in diesem Beispiel mit der rechten Hand als Führhand und dem rechten Bein als Ausfallbein. Die andere Auslage, Cross, behandeln wir nicht, da in dieser Haltung Querschüsse in Schwungrichtung beschränkt sind. Es existieren hierfür aber äquivalente Techniken. Die Kettenschlaufe wird in der Griffhand gehalten. Um im Notfall die Kette direkt loslassen zu können und das Verletzungsrisiko gering zu halten, sollte die Schlaufe nicht um das Handgelenk gelegt werden. Der Kettenstrang wird von der Führhand mit den Innenseiten von Daumen und Zeigefinger gehalten. Die Führhand befindet sich auf der Höhe zwischen Schulter und Kinn und eine halbe Armlänge vor dem Körper. Der Strang wird mit etwa einer Armlänge Abstand zum Ball gegriffen. Der Rest des Strangs sollte frei baumeln. Bei einer sauber ausgeführten Schwungtechnik überträgt sich nur wenig Bewegung in den mittleren Kettenstrang. Die Strangmitte kurz zu greifen kann mehr Sicherheit im Schwingen geben. Allerdings ist das ein Luxus, der direkt nach dem Aufschwingen nicht gegeben ist. Dementsprechend sollte große Vertrautheit mit dem Schwingen mit freier Stangmitte antrainiert werden. Schwingen. Das Schwingen soll den Kettenspielenden ermöglichen, die unterschiedlichen Angriffsoptionen im Duell frei zu nutzen. Der Schwung entsteht durch eine kreisende Bewegung des Handgelenks. Der Schwung sollte unabhängig von den Bewegungen des Ober- und Unterkörpers aufrechterhalten werden können, da nur so solide Beinarbeit und gute Angriffstechnik angewendet werden können. Dementsprechend ist Schwungtraining ein Muss für neue Ketten und eine Trainingskonstante für fortgeschrittene Spielende. Die Schwungart lässt sich durch ihre Frequenz, Ausrichtung und Länge des schwingenden Strangs beschreiben. Die Wahl der richtigen Frequenz ist ein Erfolgsfaktor des Kettenspiels. Denn je schneller geschwungen wird, desto häufiger kann ein Angriff erfolgen. Jedoch sind schnelle Schwünge deutlich anstrengender und schwieriger aufrechtzuerhalten. Deshalb können viele Angriffe bei hoher Schwungfrequenz nicht mehr präzise ausgeführt werden. Um den Kettenschwung zu beschleunigen, wird die Frequenz der Handgelenksrotation erhöht. Um den Schwung zu verlangsamen, beschreibt das Handgelenk einen größeren Kreis. Betrachten wir nun die Ausrichtung des Schwungs, also in welchem Winkel der Kettenstrang zum Körper steht. Die Ausrichtung des Schwingens erstreckt sich zwischen zwei Extremen, der rein horizontalen und der rein vertikalen Ausrichtung. Unterschiedliche Schwungausrichtungen begünstigen bestimmte Angriffsoptionen. Um sich alle Standardangriffsoptionen offen zu halten, wird die Kette bei ungefähr 60 Grad geschwungen. Die Kette wird so geschwungen, dass der Ball die eigene Sichtlinie zur gegenüberstehenden Person kreuzt. Wir betrachten im Weiteren nur den Vorhandschwung, also eine Aufwärtsbewegung des Balls vor dem Körper der oder des Kettenspielenden. Der Rückhandschwung wird in diesem Video nicht behandelt. Er bietet KettenspielerInnen zwar situativ bessere Einzelchancen, wird von uns aber nicht als Grundlage für Kettenspielende gesehen. Um die Ausrichtung des Schwingens aus der horizontalen in die vertikale zu verändern, wird der Ellbogen herabgesenkt und nah an den Körper herangeführt. Um aus der vertikalen zur horizontalen Ausrichtung überzugehen, wird der Ellbogen vom Körper wegbewegt und die Führhand angehoben. Um die Ausrichtung des Schwungs schnell zu verändern, kann der Schwungarm die Rotationsbewegung vorgeben.
Dies wird durch eine einmalige, schlagartige Erhöhung der Schwungfrequenz unterstützt. Situationsbedingt kann die Länge des geschwungenen Kettenstrangs variiert werden, um zum Beispiel die Stranglänge nach dem Aufschwingen anzupassen oder auf nahe Distanz Präzision zu gewinnen. Für eine Verlängerung reicht es, den Griff der Führhand während des Schwingens leicht zu lockern, sodass der Strang durch die Finger gleiten kann. Für eine Verkürzung des geschwungenen Strangs greifen Kettenspielende mit der Griffhand nahe der Führhand in den Kettenstrang und ziehen ihn durch den ebenfalls gelockerten Griff. Angriffe. Um ihr Bedrohungspotenzial voll auszunutzen, müssen Ketten zuverlässig und präzise angreifen. Um keine eigenen Treffer zu riskieren, müssen Kettenspielende die Reichweite ihrer Kette nutzen. Darüber hinaus ist die Wahl des passenden Angriffs entscheidend. Das Angriffsspektrum reicht von Schwüngen bis zu Schüssen. Um die Angriffe auf ihren Kern zu reduzieren, betrachten wir zunächst Angriffe aus dem Stand, also ohne zusätzliche Beinarbeit. Allgemein wird ein Angriff durchgeführt, indem die Führhand den Strang loslässt, wenn der Ball gerade auf das Ziel zurotiert. Der Ball kann zusätzlich beschleunigt werden, indem die Führhand ihn nach vorne zieht, wenn der Ball gerade wieder nach vorne schwingt. Das Ziel eines Angriffs wird durch die Endposition der Führhand festgelegt. Ungefähr dort, wo die Hand aus der Sicht der oder des Kettenspielenden hindeutet, wird der Scheitelpunkt des Angriffs sein. Um die eigene Reichweite voll auszunutzen, wird die Griffhand beim Angriff nach vorne geführt. Dabei ist eine Beugung des Rückens zu vermeiden. Zunächst betrachten wir Angriffe, die gemeinhin als Schwünge bezeichnet werden. Sie haben eine deutlich horizontale Komponente und befinden sich lange im Flug. Deshalb können Antiketten meist gut auf Schwungangriffe reagieren. Allerdings lässt sich das Flugverhalten des Kettenballs noch nachträglich beeinflussen. Auch nach dem Kontakt mit der Pompe bleiben die Angriffe gefährlich, können sich aber letztendlich leichter wickeln. Schüsse hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die GegnerInnen frontal und auf direktem Weg treffen. Sie sind schnell und profitieren von hoher Präzision. Antiketten können Schüsse direkt mit der Pompe blocken. Durch den Block prallt der Ball ab und wird im Regelfall ungefährlich. Daher zielen Kettenspielende den Schuss am Block der GegnerInnen vorbei. Um die Reichweite zu erhöhen, können Angriffe beliebig mit Ausfällen kombiniert werden. Dabei ist darauf zu achten, die Grundmensur der Kette nicht zu unterschreiten. Wie auch bei einem Ausfall mit einer Nahpompe gilt, die Pompe führt die Bewegung. Der Ausfallangriff beginnt mit dem Angriffsschwung oder Schuss. Während der Flugphase wird dann der Ausfall ausgeführt. Die Rückkehr in die Grundhaltung ist ebenfalls Bestandteil der Ausfalltechnik. Instabilität durch übermäßiges Vorbeugen oder einen einbeinigen Stand gefährdet die Rückkehr in die Grundhaltung und auch das sichere Aufnehmen. Aufnehmen. Mit der Kette einmal zu treffen ist einfach. Danach nochmal zu treffen ist deutlich schwieriger. Die Herausforderung liegt in dem Beherrschen der Aufnahmetechnik. Ziel der Aufnahmetechnik ist es zum einen, zuverlässig wieder ins Schwingen zu kommen und zum anderen, in dieser exponierten Lage nicht selbst getroffen zu werden. Umstände wie das Verhalten der GegnerInnen, die Lage des Balls und auch der verfügbare Raum sind äußere Einflussfaktoren auf das Aufnehmen, die zu beachten sind. Im Idealfall befinden sich Kettenspielende nach dem Aufnehmen in ihrer Grundhaltung. Das bedeutet, sie haben einen schulterbreiten Stand, sind nach vorne orientiert, haben den Schwung in Richtung der GegnerInnen ausgerichtet und haben eine komfortable Stranglänge freischwingend. Nach dem Aufschwingen befinden sich Kettenspielende bestenfalls in der weiten Kettenmensur, um so Sicherheit vor den GegnerInnen zu haben, aber auch noch Bedrohungspotenzial nutzen oder möglichst schnell wieder ein Duell zu initiieren. Besonders kritisch ist die Körperrotation im Aufnehmen. Während dieser besteht die Gefahr, die Kontrolle über den eigenen Schwerpunkt zu verlieren. Die reine Geschwindigkeit des Aufnehmens ist kein Qualitätsmerkmal. Unkontrolliertes Aufnehmen nur der Schnelligkeit wegen sorgt für Flüchtigkeitsfehler, die das Duell meist vor einem weiteren Kettenangriff entscheiden. Mit dem Aufnehmen können Kettenspielende Distanz nach dem Angriff aufbauen, um stressbedingte Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden. Panikschüsse aus der Drehung lösen das Problem nicht. Verteidigende PompferInnen können solche Angriffe meist einfach blocken oder ihnen ausweichen. Schon während des Angriffs wird die Führhand an die Griffhand gebracht.
Dies erlaubt auch in Stresssituationen ein zuverlässiges Umfassen des Kettenstrangs mit geringem motorischen Aufwand. Als nächstes wird eine Außenrotation des Standbeins über die Fußspitze eingeleitet. Dabei rotiert die Hüfte mit auf, während der Schwerpunkt weiterhin tief bleibt. Die Griffhand wird auf Höhe der Brust entlang gezogen, bis beide Arme gestreckt sind, sodass die volle Spannweite der Arme erreicht wird. Während des Aufspannens gleitet der Strang durch den gelockerten Griff der Führhand. Nun wird das Gewicht auf das Standbein verlagert und die Hüfte wieder geschlossen. Der Blick ist nach hinten gerichtet. Auch dabei bleibt der Schwerpunkt tief. Der Körper wird über das Standbein um 180 Grad rotiert und das Ausfallbein umgesetzt, während der Arm der Führhand gestreckt bleibt. Dabei kann die Position des Fußes der folgenden Rotation vorauseilen. Jetzt wird das Gewicht auf das Ausfallbein verlagert. Eine letzte Rotation auf dem Ausfallbein ermöglicht es, das Standbein so zu platzieren, dass die Grundhaltung wieder erreicht ist. Dabei ist sowohl auf die Schrittweite als auch auf den Beinabstand zu achten. In dem letzten Teil der Drehung wird die Führhand vorgezogen, sodass sie sich am Ende des Aufschwingens in der Grundposition vor dem Körper auf Kinnhöhe befindet. Dabei ist die Grundhaltung im Unter- und Oberkörper wieder erreicht und die Kette kann regulär geschwungen werden. Wird die Aufschwungtechnik beherrscht, kann sie beliebig genutzt werden, um sich wahlweise nach dem Angriff in den Rückraum zurückzuziehen oder die Position zu halten. Ein Hemmnis des Aufschwingens kann eine Wicklung sein. Umgang mit Wicklungen. Wicklungen von Pompfen sind je nach Situation erwünscht oder bestmöglich zu vermeiden. In einer Liniensituation werden Kettenspielende durch die gewickelte Kette praktisch inaktiv. Angriffe, die leicht Wicklungen erzeugen, sind demnach zu vermeiden. Im freien Spiel oder in Überzahlsituationen müssen Kettenspielende weniger Rücksicht auf das Wicklungspotenzial ihrer Angriffe nehmen. Hier kann eine Wicklung ausreichen, um den entscheidenden Vorteil zu erspielen. In allen Fällen ist ein effektives Entwickeln eine wichtige Fähigkeit. Zum Entwickeln wird die gewickelte Pompfe mit der Griffhand an der Schlagfläche gehalten. Die Finger der Führhand werden dann zwischen die Wicklung und die Pompfe geschoben und die Wicklung gelockert. Nun kann der Kettenstrang heruntergeschoben werden. Da Nahpompfen sich meist an der Stechspitze verdicken, ist der Strang leichter über den Griff abzuziehen. Bei der Wicklung von Körperteilen besteht ein deutlich höheres Verletzungsrisiko, da eine Bewegung während des Wickelns nicht immer abgebrochen werden kann. Durch plötzlichen Zug auf dem Kettenstrang kann Stolpergefahr entstehen oder Gelenke können übermäßig strapaziert werden. Das gilt auch für die Griffhände von Kettenspielenden, die in Mitleidenschaft gezogen werden können. Grundsätzlich sind Wicklungen um Körperteile zu vermeiden, insbesondere an Extremitäten und am Hals. Kommt es dennoch zu einer Wicklung von Gliedmaßen, sollte zunächst die Distanz schnell verringert werden, um so ein schlagartiges Spannen des Strangs zu vermeiden. In allen Fällen ist aber das Loslassen der Kette die sicherste Variante. Ein Öffnen der Griffhand sollte die Schlaufe von den Fingern gleiten lassen. Besondere Vorsicht gilt, wenn der Zug entgegen der Zeigerichtung der Hand auftritt, beispielsweise beim Aufnehmen. Neben den mechanischen Anforderungen an das Kettenspiel müssen sich Kettenspielende auch den Herausforderungen als Spielmachende in der Linie stellen. Diese behandeln wir allerdings erst in einem späteren Tutorial. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, das Abo zu wickeln. Wir freuen uns auch, wenn der Daumen in der Schlaufe nach oben zeigt. Ballern, bügeln, laufen lassen.